Hallo zur nächsten Ausgabe von Ich vs. Komoot. Schauen wir mal, wer heute gewinnt. Ich habe aber so ein Gefühl, dass es Komoot wird, weil die Bewertung von der Route, die kann ich hier... Theo, kannst du mir hier einblenden, bitte? Bitte sehr. Dankeschön. Da steht schon so, ja, man sollte nicht die Wege verlieren. Ja, und wenn das schon hier steht, dann weiß ich schon, das wird ein bisschen anstrengend. Wetter ist Bombe. Aber wir sind ja hier oben und ich habe immer noch 28 Grad und unten waren 35, 36 Grad, also ist schon heftig. Aber ja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt los, Drohne und so ist auch alles eingepackt und dann schauen wir mal, was wird. Ich glaube, bei mir ich habe gerade gesehen, ich bin auch schon eben durchgefahren, ein Waldbrand gerade, kann ich euch auch gleich mal zeigen. Aber ich sag schon, es ist super windig, deswegen kann sein, dass die Audioqualität ein bisschen beschissen ist. Seht ihr da den Rauch hier? Das ist ein recht großes Gebiet, was gerade irgendwie... mein Dorf ist da so hier. Es ist noch sehr, sehr weit weg, aber das ist, ich muss mal sagen, es ist sehr schnell sehr groß geworden. Na, mal schauen, wie es gleich ist, wenn ich jetzt fertig bin. Und noch habe ich aber von meinem Haus und so nichts gehört. Keine Ahnung. Ja, also schauen wir mal, wie es wird. He? Wir müssen wahrscheinlich jetzt diese Runde halt ein bisschen halt mit dem Wind, halt mit dem Rauschen, das werde ich auch wahrscheinlich im Edit nicht wegkriegen. Laut Wetterbericht sollte ich eigentlich nur 11 km/h Wind haben, aber sagen wir es mal so, safe mehr. Kann auch sein, dass ich die Route sogar abbrechen muss, weil ich hier habe die Route eigentlich runtergeladen bei Komoot, aber Komoot, die App geht gerade nicht auf. Ich gehe jetzt halt einfach mal, das ist jetzt schon seit 5 Minuten so, dass halt gar nichts kommt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich nicht sogar abbrechen muss, was mich ziemlich ärgern würde, weil das ist eigentlich einer der letzten Tage, die ich noch machen könnte. Aber ich bin jetzt einfach mal schon mal hier runter, weil ich gesehen habe, dass hier halt ein Weg ist. Weil hier, diese Route hier, die müsst ihr wirklich komplett, wenn ihr die lauft, von Komoot auslaufen, weil hier steht auch nirgendwo irgendein Wegweiser. Aber hier gibt es gar keine. Und ja, anscheinend gibt es hier viele Ziegen. Das ärgert mich. Vielleicht habe ich irgendwie gleich nochmal Glück und die App geht los. Okay, never mind. Komoot hat sich wieder gefangen. Hab's mal kurz offscreen ein bisschen angebrüllt. Das hat geklappt. Also, so sieht die. Ich weiß halt nie, ob ihr das seht. Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, jetzt sehe ich schon, dass ihr seht das nicht. Ja, Theo, kannst du es mir bitte einmal einblenden? Na klar, Chefin. Aber atmen geht noch selber? Hätte ich dich nicht, ne? Dann wäre dein Leben echt chaotisch. Ja, wäre ich komplett aufgeschmissen. Man muss hier auch mal ein bisschen beweihräuchern, dann ist er auch schneller. Genau, also Route sagt anscheinend auch 10 Kilometer. Schauen wir mal, knapp 400 Höhenmeter. Aber da die Wege halt hier so extrem krass sind, also zu finden sind anscheinend und so, wird das auch eine längere Route. Und die sagen irgendwie 3 Stunden. Aber bei der letzten waren ja auch irgendwie 11 Kilometer, habe ich auch 3 Stunden gebraucht. Und die Wege habe ich ja fast relativ leicht gefunden. Ja, aber der Weg ist eigentlich ganz witzig. Wir haben halt einfach hier so einen Zementweg hier reingezimmert. Okay. Oh ja, kann man machen. Was aber sehr, sehr schön ist an dieser Route hier, ich laufe, glaube ich, an so 1, 2, 3, ich glaube 4 Stauseen vorbei. Und man kann anscheinend auch in allen zumindest schwimmen. Müsste ich aber vielleicht gleich nochmal auf die Warnschilder gucken. Aber ich glaube, man könnte überall rein schwimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde. Aber ja. Ich weiß auch nicht, ob ich die Dinge heute bereue. Schauen wir mal. Aber hier, ich kann euch schon mal den ersten zeigen. Ich glaube, der kommt halt nicht so gut hier, ne? Aber ja. Moment. Einmal schwenken. Der ist ganz süß. Und hier, also wie gesagt,
diese Felsen, diese Felsformationen und so, die sind schon schön. Also auch irgendwie hat der hier, dieser Zementweg hat hier irgendwie auch was. Ja. Schein trügt wird aber, der Schein wird auf jeden Fall trügen. Ah, ich glaube da hinten, da ist auch nochmal so eine Mauer. Ich glaube da hinten kommt nochmal einer. Fängt der Spaß an. Hier irgendwo ist mein Weg. Ich glaube, ich habe ihn aber gefunden. Das ist der hier. Also laut Komoot. Ja, wie gesagt, ihr seht zwar nichts, aber jetzt hier hochgehen. Und ich schätze mal, das sieht doch nach einem Weg aus, oder? Was meint ihr? Ja, das ist ein Weg. Witzig. Laut Navi aber nicht. Ja, egal. Ich laufe ihn trotzdem mal. Mal schauen. Ja, doch. Safe. Ich hätte tatsächlich einen schlechteren Weg gedacht. Das sage ich jetzt. Oh Gott. Ich habe schon ein bisschen, langsam keinen Schiss, aber ich habe Respekt, sagen wir mal so. Jo, also anscheinend gibt es mehrere Wege. Ich würde einfach mal sagen, good luck und so. Also ich bin jetzt hiervon gekommen, man kann anscheinend aber auch da gehen. Hier ist auch noch ein Weg. Da kann man auch dann noch irgendwie hoch. Also zumindest jetzt irgendwie hoch kommt man irgendwie immer. Oh Gott, das wird echt spannend. Also ich kam von da irgendwo dann hier durch. Und deswegen habe ich auch ein Langarm-T-Shirt und noch Handschuhe dabei, auch bei 31 Grad. Weil ich weiß noch, wo ich auf einem anderen Weg auch gegangen bin, da habe ich mich hier einen richtig extrem großen Riss von hier so Dornbüschen und so kassiert. Habe ich keinen Bock drauf, dann lieber meine Klamotten kaputt als meine Haut. Aber ich glaube, ich werde dann mal gucken, wie gleich hinter dem Berg hier das so aussieht. Dann kann ich nämlich, ja, also anscheinend, es gibt schon Wegweise, das sind dann hier die kleinen Kerlchen hier. Siehst du ja auch da oben wieder. Aber ansonsten ist ja nichts an Markierung. Das ist dann halt echt so, ja, have fun. Naja, wird schon. Also zum Auto komme ich. Aber Leute, ist schon schön, oder? Theo, was meinst du? Es ist wirklich traumhaft hier. Ja. Wie gesagt, ich glaube, die Aussicht wird vieles wegmachen. Muss. So, hier ist der Weg, aber ich muss ehrlich sein, ich glaube, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Richtung jetzt gewählt habe. Also zuerst den beschissenen Teil, weil, nicht drauf, weil um ehrlich zu sein, wenn ich von da jetzt komme, so müsste ich ja dann weitergehen. Wenn ich jetzt von hier komme, so warte mal, ich komme jetzt von hier oben,
So. Dann sehe ich da, würde ich da jetzt hochlaufen. Dann geht es nicht weiter, dann würde ich hier hin. Da ist ja auch mehr Weg. Aber ich würde, also auch ohne Komoot, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich den dann genommen hätte. Also ist echt tricky, sage ich euch. Naja. Ich kam ja von oben. Weil von oben hat man ja auch den Weg gesehen. Also da, zumindest da oben das. Ja. Spannend. Ich glaube, das wird jetzt auch spannend. Also erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Und tatsächlich habe ich jetzt auch mein Langarm angezogen. Und habe hier auch noch so Handschuhe. Weil wenn ich jetzt das sehe, was jetzt kommt. Oh je. Ich habe ja auch so eine krasse... Ah, cool. Warm. Genau das, was ich jetzt auch brauche. Habe auch so eine leichte Insektenphobie. Und das ist ja natürlich perfekt, wenn ich jetzt durch Sträucher laufe, die so hoch sind wie ich. Gefühlt auch irgendwie die einzige in den letzten paar Jahren. Weil, wie gesagt, hier ist auch wieder keiner gewesen. Ne? Keiner ist mir entgegengekommen, nix. Nada niente. So, erstmal die Uhr wieder weitermachen. Habe jetzt auch 3 Kilometer schon auf der Uhr. 7 to go. Und ich glaube, das wird jetzt richtig wild. Weil hier sind aber auch keine Männchen mehr. Also hier diese Wegweiser sind jetzt weg. Jo. Oh mein Gott, es brennt jetzt schon, die Sonne. Alles klar. So. Ich schätze mal hier hoch. Das ist auch richtig. Ich glaube, die Nerven, die Stöcke haben diesmal, glaube ich, nur genervt. Ah ja, doch. Ja. Aber Leute, es ist wirklich schön.
Also, bin euch ehrlich. Ich muss ja, also wenn ich, sorry, aber ich komme ja jetzt von der Richtung und da meine ich jetzt wirklich, dass der Weg relativ easy ist. Ich bin auch, ja, 2-3 Mal bin ich jetzt falsch abgebogen, weil die Wegweiser, da sind halt teilweise, könnt ihr mehrere Wege gehen. Und dann habe ich dann schon bei Komoot geguckt, welche Route jetzt da ist. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt straight wirklich geradeaus hier gekommen, von oben gekommen. So, jetzt muss ich hier noch durch. Junge, ich muss hier durch und bin da wieder auf dem Weg. So, wenn ich jetzt wirklich denke, ich komme von da, weil hier ist so ein Wegweiser, ich würde doch nicht im Leben da reingehen. Dann würde ich auch einfach hier den Weg weitergehen. Und laut Komoot ist da kein Weg. Also das hier gibt es anscheinend nicht. Finde ich, also da muss ich schon den Beschreibungen recht geben. Wenn ihr von der Seite kommt, seid ihr ein bisschen verloren. Weil, ja. Also jetzt bisher, ich habe jetzt glaube ich auch fast 4 Kilometer. Ja, ich habe jetzt genau 4 Kilometer. Ich glaube auch der Weg ist nur 9 Kilometer, weil ich glaube ich werde nicht da an diesem Damm, an diesem Staudamm werde ich nicht nochmal extra laufen. Ich glaube, da war nämlich, Komoot ist dann mich da nochmal her. Das mache ich ja nicht. Ich will einfach nur den Rundweg gehen, von Auto zu Auto. Deswegen sind es, glaube ich, 9 Kilometer oder so. Ja. Aber also hier durch so Gestrüpp zu laufen, ist halt trotzdem extrem anstrengend. Ich hatte jetzt auch gerade die Pace, ich glaube, ich habe jetzt 32 Minuten gebraucht für den Kilometer. Gut, ich habe auch, wie gesagt, Uhr laufen lassen, wenn ich mich umgezogen habe und so. Aber trotzdem, das ist schon krass. Und die letzten 4 Kilometer, glaube ich, also ich habe laut dem Navi, warte mal, ich glaube ab dem hier, ab da ist, glaube ich, dann nur noch normal Wanderweg. Also das ist dann halt zurück, ist das halt wirklich nur noch stumpf Wanderweg. Ich hab den verpasst tatsächlich. Schade. Da wollte ich eigentlich die Drohne nochmal steigen lassen, aber ich hatte gedacht, dass der kommt hier irgendwie hier vorne oder so. Ja, dann lasse ich sie hier da steigen und da nochmal. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, ab da ist es jetzt nur noch der Stück, der ein bisschen Offroad ist, also wie jetzt hier. Und dann habe ich es geschafft. Und dann ist nur noch Wanderweg zurück. Also ich muss sagen, die Richtung, die ich jetzt gelaufen bin, da steht sogar Off-Grid-Abschnitt. Okay. Ist wirklich entspannt, würde ich jetzt nicht sagen, aber sagt sie und läuft ins Nichts. Okay. Ja, so. Wenn ihr die lauft, dann nur noch in die Richtung, also so wie ich jetzt gehe. Zuerst den schwierigen Part und dann einfach auslaufen auf dem Wanderweg, auf dem Schotterweg dann. Also, wie gesagt, wenn ihr von der Richtung kommt, krass. Ich weiß schon, warum ich lang am angezogen habe. Und das ist hier ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier sind auch so richtige, jetzt nicht so distelmäßig, aber die zwicken so krass. Deswegen, ich laufe ja immer nur mit langer Hose, auch wegen den Zecken und so. Und hier ist auch so Zeckengebiet. Deswegen immer kontrollieren, wenn ihr fertig seid. Und auch die Spinnen und so sind auch ganz anders hier. Naja. Aber ich bin gerne in der Natur.
eigentlich schon fast am Ende, zumindest von dem Off-Grid-Abschnitt. Ich habe jetzt gerade noch einen kleinen Abstecher gemacht zu dem einen Stausee, weil hier ist was ganz Witziges. Ich habe das jetzt auch schon mit der Drohne gefilmt. Das ist halt so ein Loch. Das ist einfach so ein Loch. Jetzt ist gerade halt momentan der Wasserstand halt eher niedrig. Ansonsten läuft das auch tatsächlich dann so drüber. Und bin mit der Drohne jetzt nicht rein, aber so mal gerade drüber. Es ist schon irgendwie witzig. Also es ist schon... Sieht irgendwie witzig aus. Hat was, ja. Weil ich muss jetzt hier so her, hier außen rum und dann, wie gesagt, ab jetzt ist es eh nur noch normal Schotterweg. Und wir haben jetzt aber, ich habe jetzt fast 5 Kilometer. Wie gesagt, ich brauche noch 4. Und wir haben jetzt 6 Uhr. Also ich schätze mal noch eine Stunde. Um 7 bin ich dann wahrscheinlich am Auto. Und dann nochmal 35 Minuten mit dem Auto zurück. Ich wollte aber noch kurz zum Supermarkt. Heißt, ja, brauche einmal, dass ich um 8 daheim bin. 8, halb 5 drauf, weil das sind jetzt die einzigen, also hier habe ich tatsächlich, deswegen bin ich auch an einem Dienstag jetzt gelaufen, weil ich wusste hier am Wochenende ist wahrscheinlich viel mehr los, weil einfach das halt auch cool ist und bis hierhin kannst du halt normal wandern und dann kannst du auch wahrscheinlich mit Family und so hinwandern. Und jetzt waren irgendwie 4 Leute gerade hier und da sind jetzt gerade 2 Jungs irgendwie nackt reingesprungen. Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt drauf habe, sonst muss ich sie noch zensieren. Gut, also dann machen wir mal auf den Rückweg. So, also die nächsten 4 Kilometer werden halt so sein dann. Das ist schon ein bisschen mehr als Schotterweg, aber Geröllwerk. Füße heben, ja. Also jetzt nicht so spannend. Man kann halt auch zum Beispiel halt nur diesen Weg hier laufen, also diese 4 Kilometer hin zu diesem einen Staudamm, dann reinspringen und dann halt auch den gleichen wieder zurück, wenn man halt diesen Off-Grid-Weg nicht gehen will. Aber ich mag halt Rundwege. Ich finde so, sind diese Wege halt nur ein Weg, keine Ahnung, irgendwie langweilig. Ich bin ein bisschen kaputt, deswegen nicht wundern. So, ich bin jetzt auch schon wieder am Auto. Ich wollte euch nur zeigen, auf dem Parkplatz, wo ich bin, der kostet auch nichts. Also der ist dann halt hier auch so, seht ihr, eigentlich relativ viele Parkplätze. Und es gibt halt so noch so eine kleine Bar. Klar ist jetzt zu, weil wir haben ja jetzt schon, ich
glaube, wir haben Viertel vor 8, also von daher. Aber man kann hier Eis kaufen, ich glaube auch Getränke und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Kaffee, Toiletten gibt es hier auch. Also wenn ihr halt dann früh genug kommt. Ich weiß ja nicht, wie lange die offen hat, aber ja. So eine Mini-Terrasse. Ganz süß gemacht. Ja, wie gesagt, kostet hier nichts. Wir können einfach parken. Unten geparkt. Ist auch direkt an der Straße. Ja. Ich sag gleich noch gerade ein paar Worte. So, wie ihr seht ihr eine fertige Lena. Ich habe 10,5 Kilometer jetzt auf der Uhr. Ich glaube, ich habe jetzt 3,5 Stunden gebraucht, aber auch jetzt, weil ich nochmal eine extra Runde gegangen bin. Weil ich noch einen relativ coolen Spot gefunden habe für eine Drohnenaufnahme. Und ich will ja jetzt auch immer wieder ein bisschen ausprobieren, weil ich will auch andere Perspektiven halt für euch zeigen. Kann das so? Ich will mal schauen, ob die Editierlena das schafft. Ja, mal schauen, wie das im Edit aussieht. Ja, fahre jetzt auch, wie gesagt, eine halbe Stunde runter. Dann hole ich mir gerade noch was zu essen. Und dann, wir haben jetzt aber auch schon 8 Uhr. Für einen kleinen Nachmittagsspaziergang reicht das. Also wie gesagt, die letzten 5 Kilometer waren halt wirklich hier nur Schotterweg und die gingen halt relativ schnell. Aber der Anfang war schon... Aber ich würde trotzdem... Also... Wie gesagt, die Richtung, die ich jetzt gelaufen bin, perfekt. Bis auf 1, 2 Stellen, wo man halt ein bisschen mal gucken müsste. Aber das ist auf jeden Fall, also die Wanderung jetzt hier war eine 4,5, ja, 4,5. Naja. Wie gesagt, also ich bin zwar kaputt und so, aber Komoot hat mich noch nicht gebrochen. Noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder mal eine tolle und wilde Wanderung. Vor allem wild. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und über ein Like und Kommentar würden wir uns sehr freuen. Bis nächste Woche in San Sebastian. Tschüss Leute.